Hallo Freunde, ein guter Horrorfilm kann selbst die Nerven des hartgesottensten Zuschauers berühren. Die Zeiten, in denen uns billige Tricks, das unerwartete Auftauchen eines Monsters oder laute Geräusche Angst machten, sind längst vorbei. Moderne Horrorfilme sind eine echte Kunst und eine Darstellung der Reinkarnation von Schauspielern. Sie vereinen die überbordende Fantasie des Drehbuchautors, die genialen Tricks der Kameraleute, den Einsatz moderner Spezialeffekte und die geniale Arbeit der Maskenbildner und Kostümbildner. Das Ergebnis ist unglaublich. Spektakuläre und unvergessliche Filme. In der heutigen Folge zeigen wir Ihnen, wie die rauesten Horrorprotagonisten ohne Masken und Make-up aussehen. Haben Sie sich jemals gefragt, wie der verrückte Pennywise aus dem Horrorfilm It oder der Samara aus dem Film The Circle aussieht? Schauen wir uns diese Schauspieler gemeinsam an, beginnend mit Pennywise, gespielt von Schauspieler Bill Skarsgård. Der junge schwedische Schauspieler wurde nicht für große Filmrollen besetzt, machte sich aber als Nebendarsteller einen Namen. Sie können ihn in den Filmen Divergence 3 oder Deadpool 2 sehen, aber der Regisseur des Films zweifelte nicht daran. Er konnte sogar die Rolle des finsteren Clowns Pennywise übernehmen. Im Jahr 2017 feierte ein Film Premiere, der auf dem gleichnamigen Roman basiert. Stephen Kings Film stieß sowohl beim Publikum als auch bei den Kritikern auf positive Resonanz. Jeder bemerkte, dass der Film einen großen Teil seines Erfolgs der Figur des gruseligen Clowns verdankte, der vom schwedischen Schauspieler Bill Skarsgård hervorragend gespielt wurde. Es war nicht nur das visuelle Bild des Monsters, das dem Publikum Angst einjagte, sondern auch Bills atemberaubende schauspielerische Leistung. Der Schauspieler war so in seine Rolle vertieft, dass er allen Kindern im Javier Botet Filmstudio Angst machte. Als der zukünftige Schauspieler 6 Jahre alt war, wurde bei ihm das Marfan-Syndrom diagnostiziert, eine seltene genetische Störung, die sich manifestiert. Hypermobilität der Gelenke, eine große Figur gepaart mit extremer Schlankheit. Jetzt verstehen Sie wahrscheinlich, warum ich darüber spreche. Deshalb erreichte der Botet eine Höhe von 2 m und wog dabei knapp über 50 Kilogramm. Stellen Sie sich einen solchen Menschen vor. Im Jahr 2013 kursierte in Hollywood eine seltsame Aufzeichnung einer Filmprobe, in der eine große und dünne Gestalt mit einer schwarzen Perücke auf dem Kopf und einer weißen Maske mit ungewöhnlich langen Gliedmaßen und furchteinflößenden Fingern auf dem Boden hockte aus. Zu allen Gesetzen der menschlichen Anatomie. Eins dachte, es sei eine Marionette. Zweiter, sie dachten, es sei eine Computergrafiktestaufnahme. Bei der Aufnahme war jedoch Javier Botet zu Gast, ein spanischer Schauspieler, der sich auf die Rollen böser Geister in Horrorfilmen spezialisiert hat. Nach diesem Film wurde der Schauspieler in Fachkreisen sehr gefragt. Ich habe einen seltsamen Körper, erklärt Botet. Kürzlich konnten wir ihn in der Rolle des Gottes im Film Die Mumie und als Space Xenomorph im Film Intruder Covenant sehen. Schon als Kind posierte ich vor dem Spiegel und streckte auf die urkomischste Art und Weise meine Ellbogen hervor. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit meinen Händen und Fingern alle möglichen Figuren zu erschaffen. Dann ist da noch die Schauspielerin, die im wirklichen Leben die Rolle der Nonne spielte. Sie sieht wunderschön aus. Der Wallach ist eine dämonische Nonne, die Bonnie Arons hervorragend gespielt hat, obwohl die Nonne mit einer Musikerin verglichen wird, die unter dem Namen Marilyn Manson auftritt. Deren Vertreterin dieser Rolle ist natürlich noch schöner. In einem Interview mit der Regisseurin der Filmschwester Ben Hardy sagte, er habe nie daran gedacht, die Rolle der dämonischen Nonne neu zu spielen. Er hatte keinen Zweifel daran, dass die Nonne von Bonnie Arons gespielt werden würde. Bis dahin wurde sie jedoch nur in Low-Budget-Filmen gecastet. Am Beispiel dieses Films sprach Bump über die Besonderheiten dieses Genres. Je gruseliger und spannender der Film, desto besser werde der Zuschauer spüren, dass Horrorfilme wirklich der menschlichen Gesundheit zugutekommen, sagte die Schauspielerin. Sie werden eine ordentliche Portion Adrenalin bekommen. Die Leute haben mir erzählt, dass sie Depressionen loswerden, weil man nirgendwo anders so viel Adrenalin bekommt. Aronova mag es, Menschen Angst zu machen, sie mag Horror und Horror, sagte Regisseurin Corinne Hardy im Drehstudio. Zwischen den Dreharbeiten verfolgte sie ständig die Farmschauspielerin Bonnie Euronics mit ihren Freunden. Außerdem betreibt sie auf ihrem YouTube-Kanal einen eigenen Blog mit Videos, die sie dreht, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen und Menschen zu motivieren, die auf den richtigen Weg geführt werden müssen. Und ihnen zeigen, was sie wirklich sind. Bonnie Morgan, erinnerst du dich an das verfluchte Mädchen namens Samara aus dem Horrorfilm The Circle?
Man konnte sie definitiv nicht übersehen, auch wenn es sich um einen B-Film handelte. Samara die Aufmerksamkeit aller auf sich zog. Die Rolle des Geistermädchens in diesem Film von einer berühmten amerikanischen Schauspielerin gespielt wurde und die ehemalige Akrobatin Bonnie Morgan alle Bewegungen des Films ausführte. Dämonenmädchen mit Leichtigkeit, was die Arbeit der Spezialisten für visuelle Effekte erleichtert. Wir können sie um ihre Flexibilität beneiden. Die Filmografie der Schauspielerin umfasst mehr als 40 Rollen. Sie spielte beispielsweise in den Krimiserien Las Vegas und Dr. Quinn sowie in Spielfilmen mit. Piranha 3D, Teufel im Fleisch und in den Kreisen. Bonnie Morgan ist auch als Schauspielerin in Werbespots sehr gefragt und versucht ihr Glück auch als Malerin und Sofia Boutella Mumiendesignerin. Im Jahr 2017 wurde ein komplett minderwertiges Remake des Mummy-Films veröffentlicht. Der Film hat nichts mit der ursprünglichen Filmreihe der Marke Fraser zu tun, aber das Bild der Mumie selbst gefiel vielen Zuschauern. Diesmal spielte das algerische Model und Schauspielerin Sofia Boutella die Rolle eines uralten Monsters. Tatsächlich ist die Schauspielerin eine sehr charmante Frau. Maskenbildner mussten daher viel Aufwand beim Maskieren und Schminken betreiben. Für die Schauspielerin dauerte es bis zu 6 Stunden. Stellen Sie es sich einfach vor. Derzeit ist Sophia und eines der gefragtesten. Daher werden junge Hollywood-Schauspielerinnen sie in Zukunft auf jeden Fall sehen. Der Schauspieler aus dem Film Intruder Ende der 70er Jahre. Es wurde ein Film gedreht, der bei den Zuschauern noch immer viel mehr Horror hervorruft als andere zeitgenössische Horrorfilme. Regisseur Ridley Scott veränderte das Science-Fiction-Genre grundlegend und bereicherte es mit noch nie dagewesenen Elementen des Horrors und der Verzweiflung. Das frostige Universum und die tiefe Einsamkeit wurden zu den Hauptmerkmalen des außerirdischen Universums, und das für relativ wenig Geld und mit außergewöhnlichem Talent ist es möglich, ein Kunstwerk zu schießen. Alien war keine Ausnahme. Die Macher des Films gaben 11 Millionen US-Dollar für die Verfilmung des Schauspielers für die Rolle des Eindringlings aus, den die Macher in der Barboda CHY Badeni entdeckten, für die diese Rolle 1 war und gleichzeitig die letzte extrem dünn war und groß. Dieser Nigerianer maß 2 m und 20 cm von einem neugeborenen Außerirdischen. Sie begannen sofort, dem Auftrieb die Bewegungen beizubringen, sich langsam und sanft wie der Eindringling zu bewegen. Robert Englund, die Rolle des Freddy Krueger. Englund träumte von einer Filmkarriere und nahm oft an Castings teil. 1974 gab er sein Debüt im Film Buster and White, aber es war die Rolle des Freddy Krueger im Film A Nightmare on Elm Street. Das brachte ihm Popularität. Es gab niemanden auf der Welt, der nicht von Freddy gehört hatte. Allerdings blieb Englunds Gesicht lange Zeit der Öffentlichkeit verborgen. Dank der Arbeit der Maskenbildner erkannte ihn niemand. Schließlich wurde er zum Star in Horrorfilmen und Thrillern und spielte mehr als 100 Rollen. So spielte er beispielsweise in den Filmen Phantom der Oper, Wishmaster und 2001 Maniacs mit und viele weitere Schauspieler sind auch in Fernsehrollen zu sehen. Der Schauspieler selbst sei in einem seiner Interviews sehr froh, dass er sich für das Horrorgenre für seine Karriere entschieden habe, sagte er. Sie kennen viele romantische Komödien, die auf der ganzen Welt berühmt wären. Ich persönlich nicht, weil die ganze Welt über Freddy Krueger spricht. Jonathan Black, wenn Sie Jonathan Black jemals auf einer der Straßen seiner Heimatstadt Houston treffen würden, würden Sie kaum glauben, dass er ein Monster sein könnte, das alle 23 Frühlinge menschlicher Organe jagt, aber er spielte tatsächlich Creepers im Film Jeepers Creepers. Er selbst war an den meisten Stunts beteiligt und lernte intensiv für seine Rolle. Der Brexit wollte, dass sein Held wie eine Person aussieht und sich verhält, die schon seit vielen Generationen existiert und von ihnen gelernt hat. Deshalb lernte der Schauspieler die Bewegungen und studierte das Verhalten von Menschen aus verschiedenen Epochen, damit er seine Rolle bestmöglich spielen konnte. Breck ist nicht nur als Theater- und Filmschauspieler bekannt, sondern auch als Regisseur und Filmproduzent. Im Jahr 2004 führte er Regie beim Thriller Observer. 3 Jahre später kam der Film in die Kinos. Joker, Jared Samazuikides Squad 2016. Der beliebte Sänger der Band Seconds to Mars ist auch ein hervorragender Schauspieler, der 2016 sogar einen Oscar für seine Rolle im Film The Last Hope Club gewann. Im Film Suikides Squad spielte er 2016 die Rolle des Jokers.
Aber obwohl er sich an ihn gewöhnt hatte und sogar Letos Charakter im Film mochte, sollte erwähnt werden, dass er dieses Jahr erhebliche Anstrengungen unternommen hat, um seine eigene Version des Verbrechers aus dem Selbstmordkommando zu erschaffen. Mit seinen faulen Zähnen, einer Tätowierung auf der Stirn und einem grünen Rücken kämmt er mein Haar. Er verbrachte Monate damit, sich an die Rolle zu gewöhnen, trotz aller denkbaren Einwände gegen ihn war das Projekt ein Erfolg auf globaler Ebene. Leider erhielt er nur eine kleine Rolle, aber der Schauspieler freute sich sehr über diese Erfahrung. In einem der Interviews sagte er, es war eine große Ehre für mich und ich bin stolz, Teil dieser verrückten Welt zu sein. Natürlich war er traurig, als das Studio Warner Bros. Beschloss, ohne ihn einen Solofilm über diesen Bösewicht zu drehen, daran zweifelt niemand, Joaquin Phoenix hat den Joker tadellos gespielt, was denken Sie? Jared hätte diesen Sommer besser sein können und das sind alle Freunde. Geben Sie ein, gefällt mir, wenn Ihnen das Video gefallen hat, schreiben Sie Kommentare und bis bald.